Ja, hallo, einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch allen da draußen, ihr lieben Glubberer. Der 11. Spieltag steht uns ins Haus. Das heißt, er hat eigentlich gestern Abend schon angefangen mit 2 Spielen aus der 2. Bundesliga. Aber wir warten ja alle ganz gespannt auf den Sonntag 13:30 Uhr, wo unser Club dann gegen den Jahn Regensburg hoffentlich endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnt. Das möchte ich schon gleich vorausschicken. Es ist 2 Monate her, dass wir das letzte Heimspiel gewonnen haben. Und jeder weiß, wie frustrierend es ist, wenn man ins Stadion geht, voller Hoffnung, voller Leidenschaft und schreit sich 1,5 Stunden lang die Seele aus dem Leib und anschließend gehst dann gekickt wieder heim, weil wir verloren haben. Also wir brauchen dringend einen Heimsieg, nicht nur für das Wohlbefinden der Fans, sondern eben auch für das Selbstvertrauen in der Mannschaft. Ihr könnt euch alle an die vergangenen Spiele erinnern. Das schönste davor war zweifellos in Hannover, wo wir eben 4:0 gewonnen haben und sehr souverän aufgetreten sind. Wo wir aber eigentlich gezeigt haben, wie es richtig geht, nämlich nach hinten einfach dicht halten und ab und zu mit einem Konter, mit schnellem Umschaltspiel dann nach vorne zu spielen, um auf die Art und Weise Tore zu erzielen und Siege zu erringen. Nun haben wir ja leider Gottes letzte Woche in Aue fürchterliches Tohuwabohu hinter uns bringen müssen, wobei man sagen muss, dass diese zweite Halbzeit, die dann letztendlich für uns leider Gottes verloren ging, aber diese zweite Halbzeit, die hat eigentlich alles gehabt, was der Fußball braucht. Also wenn er eigentlich einmal so in die Szenerie denkt, es ist hin und her gegangen, da war eine Szene wieder im Auer Strafraum, danach sind die Auer nach vorne gekommen und es gab Szenen im Nürnberger Strafraum. Es war ein Fußballspiel, wie man es eigentlich sehen will. Leider Gottes haben wir das blöde Ende davor gehabt, nämlich 4:3 dann verloren. Hinzu kommt, es waren 2 Tore, das 3. und das 4. Tor, da wo wir heute nicht einig ist, war es jetzt ein Abseits oder war es keines. Tatsache ist, das Spiel ist zu Ende, das Spiel ist aus, wir haben die 3 Punkte in Aue liegen lassen und es wäre es umso wichtiger dafür, in Nürnberg im Stadion endlich einmal das Publikum, die erwarteten 35.000, wirklich zu begeistern und im nächsten Heimspiel dann vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer noch zu haben als diese 35.000, obwohl das natürlich für die 2. Liga schon ein recht gutes Ergebnis ist. Es schaut bloß im Stadion saublöd aus, wenn die linke Seite gestopft voll ist und auf der rechten Seite, also die Südseiten da unten, dann leer ist. Da siehst du nur rote Stühle und sonst nichts. Gut, zurück zum morgigen Spiel. Der Jahn Regensburg wird erwartet. Die Jahnler sind gut drauf, sind auch ein paar Plätze vor uns in der Tabelle. Wobei man sagen muss, dass in dem Bereich der Tabelle, wo wir uns jetzt befinden, 7 oder 8 Mannschaften sind, die sich lediglich durch einen Punkt unterscheiden, also welche mit 13 und welche mit 14 Punkten. Heißt, wenn wir das Spiel morgen gewinnen, dann können wir wieder einen guten Schritt nach vorne machen. Und ich denke, wenn wir unsere gesetzten Ziele erreichen wollen, dann dürfte das auch notwendig sein, dass wir einen Heimsieg einfahren, dass wir in der Tabelle ein paar Plätze gut machen und dass wir frischen Mutes dann anschließend das Pokalspiel in Kaiserslautern angehen können. Und mit breiter Brust vor allen Dingen. Denn Kaiserslautern steckt zwar auch in einer riesen Misere irgendwo drin, aber ihr wisst, solche Gegner darf man nie unterschätzen. Erinnert euch an die Derbys, wo wir generell gegen Fürth vorher schimpfen und eigentlich besser sind, aber wenn es gegen einen Club geht, dann spielt diese Mannschaft immer hervorragenden Fußball. Zur Mannschaftsaufstellung wäre nur zu sagen, ich bin mir noch unsicher, was in der Innenverteidigung passiert, nachdem ja der Sörensen ausfällt, wegen der roten Karte in Aue. Und bei Mama gerade auch noch nicht sicher ist, ob er spielen kann. Da sind wir noch mal gespannt, wie wir morgen in der Hintermannschaft aufgestellt sind. Denn es ist ja eine Tatsache, die über die letzten Spiele immer deutlicher geworden ist, dass wir Probleme in der Hintermannschaft haben. Ja, der Gegner kann zu leichte Tore schießen, da ist nicht die nötige aggressive Gegenwehr von uns vorhanden, da werden Leute einfach überspielt oder haben von vornherein einen Stellungsfehler begangen und können deswegen am Ball nicht mehr hinkommen. Also in der Hintermannschaft, Leute, da müssen wir effektiv was machen. Frage für mich, die am Rande dann auftaucht, ist, weil man auch die Wochen in den News ja zu lesen gekriegt hat, dass ein Herr Petrak zum Beispiel über einen Wechsel im Winter nachdenkt. Also Leute, ganz ehrlich, das geht mir überhaupt nicht in den Schädel rein. Der Petrak, der war vom ersten Tag an, wo er zum Club gekommen ist, und das sind mittlerweile, glaube ich, 6 Jahre her, ein wunderbarer Fußballspieler, immer zuverlässig, ein netter, freundlicher Kerl und der auf dem Platz wirklich auch seine Leistung gebracht hat. Mittlerweile hat seine Position ja der Herr Jäger eingenommen und ja, wäre vielleicht interessant darauf hinzuweisen, dass momentan auf Facebook eine Umfrage gelaufen ist, wollt ihr lieber den Jäger sehen oder wollt ihr lieber eben dann,
jemand anders sehen. Die Umfrage, die geht zu 92 oder gar 93%, glaube ich, gegen den Herrn Jäger aus, den ich persönlich eigentlich schätze und mag. Aber ich denke, der bessere Verteidiger ist zweifellos der andere Petrak und dem sollte man endlich einmal wieder Einsatzzeiten geben. Ja, die Stabilität in der Mannschaft, die scheint eigentlich soweit gegeben zu sein, bis eben auf das hintere Drittel, da wo wir wirklich Nachholbedarf haben und unbedingt nachlegen müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie das morgen im Stadion gegen Jahn Regensburg aussieht, wer dort denn dann in der Innenverteidigung auf der Platz steht. Wenn der Heimdreier ausfallen sollte und der Sörensen ist auch weg, also gut, man hat gehört, dass der Herr Bühl wieder in die Innenverteidigung rücken wird, aber dann haben wir immer noch Seiten, die wir noch neu besetzen müssen. Man darf gespannt sein. Was ich noch mit erwähnen möchte, ist ganz ehrlich, ich bin ja viel beim Training draußen und sehe, wie die Jungs trainieren. Ich frage mich ganz ehrlich, wenn man Leute wie einen Medeiros einkauft oder einen Zerin einkauft, die uns ja letztendlich einen Haufen Geld gekostet haben, warum diese Leute einfach nicht zum Einsatz kommen. Gut, der Medeiros hat jetzt einmal einen Kurzeinsatz gehabt, in dem er leider Gottes auch nicht unbedingt glänzen konnte. Aber trotz alledem, wenn man Spieler dieser Qualität einkauft, dann möchten wir Fans doch diese Spieler auch auf dem Platz sehen. Der Medeiros sollte den Heimdreier ersetzen. Und ganz ehrlich, wenn ihr an Heimdreier zurückdenkt, da wird einem wirklich warm ums Herz, wenn man sieht, was solche technisch begabten Fußballspieler auf dem Feld sind, in der Lage, zu unserem Vorteil natürlich dann einzubringen. Also wie gesagt, ich würde halt auch gerne mal die Spieler sehen, die wir für viel Geld gekauft haben, Medeiros, Zerin, was ist da damit? Wir haben im Aufgebot noch einige andere, der Kader ist riesengroß. Es bestünde durchaus die Möglichkeit, auf der einen oder anderen Position vielleicht einmal einen Wechsel auszuprobieren. Und sei es dann eben über die letzten 30 Minuten nur ein Spieler, der dann 5 oder 10 Minuten vor Schluss kommt, das sehe ich immer nicht so recht ein, was will der Junge noch reißen. Gut, mit viel Glück vielleicht, ja, kann passieren. Aber diese Spieler, die man dann einmal ausprobieren möchte, die man auch sehen möchte, wäre toll, wenn man die dann vielleicht so 30 Minuten vor Schluss bringt, damit die auch die Gelegenheit haben, wirklich was am Platz zu bringen. Bei der Gelegenheit fällt mir eben gerade noch auch der Herr Lohkemper ein. Der Herr Dovedan hat ja die letzten Spiele auch nicht unbedingt jetzt großartig was gerissen. Ich frage mich, warum der Felix Lohkemper dann nicht öfters eingesetzt wird, der doch in der Vorbereitung an anderer Stelle schon gezeigt hat, dass er ein guter Fußballer ist und dass er auch so ins Tor steht. Jetzt hoffen wir mal aufs Allerbeste für morgen. Ein Sieg für unseren Club auf jeden Fall, ein Heimsieg, um mit gestärkter Brust nach Kaiserslautern zum Pokalspiel zu fahren, wo es für uns ja dann ein bisschen Geld zu verdienen gäbe. Also alles Gute, liebe Glubberer da draußen. Man trifft sich wahrscheinlich morgen im Stadion und dann hoffentlich fahren wir dann einmal einen deutlichen Heimsieg ein, damit wir mal wirklich Grund zum Jubeln haben. Sofern uns der Videoschiedsrichter nicht erst einmal wieder vom Jubeln abhält. Das ist auch so ein leidiges Thema, aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Clubwochenende. Und dass unser Club endlich einmal zeigt, wo wir eigentlich hinkönnen, nämlich sowohl tabellarisch als eben auch auf dem Spielfeld. Hannover lässt grüßen, wäre schön, wenn man so ein Spiel wieder mal sehen könnte. Das war in Aue nicht schlecht in der zweiten Halbzeit, um Gottes Willen. Aber leider Gottes haben wir halt da das dumme Ende für uns gehabt. Schauen wir mal, ob es morgen klappt gegen Jahn. Da sind wir besser drauf. Wir feuern sie an, schauen wir, was rauskommt dabei. Und nach dem Spiel melde ich mich unter Umständen direkt aus dem Stadion, um kurz meinen Senf dazu zu geben. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Servus.